Lass uns heute mal über Paarbeziehungen sprechen auf deinem Seelenweg. Denn gerade Frauen, die schon länger auf ihrem Weg der Persönlichkeitsentwicklung sind, stehen sich da manchmal echt selbst im Weg. Hi, ich bin Martina, Gründerin von Expansion Beyond, und auf diesem Kanal gebe ich dir alltagstaugliche Perspektiven, Tipps und Anleitungen mit auf deinen Weg, damit auch du dir ein erfülltes Leben in Co-Creation mit Gott erschaffen kannst. Meine Erfahrungen in Sachen Beziehung sind durchwegs wild. Ich habe einige Jahre in einer gewaltvollen Beziehung verbracht und dann viele Jahre in einer Beziehung, die von Co-Abhängigkeit geprägt war. Und jetzt bin ich seit einigen Jahren in einer glücklichen, erfüllten Paarbeziehung mit einem wundervollen Mann. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Beziehung, die ich jetzt habe, die hätte ich mit diesem Mann, mit meinem Partner, nicht haben können vor 10 Jahren, weil ich noch nicht so weit war. Er vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, aber ich war noch nicht bereit für diese Beziehung. Und es ist so interessant, weil mein Partner und ich kennen uns schon seit über 20 Jahren. Wir haben uns vor über 20 Jahren in einem Club in London kennengelernt, wo damals weder ich noch er gelebt haben. Ich war damals gerade einen Monat auf Sprachreise dort und er war eine Woche auf Urlaub. Und wir haben uns in diesem Club kennengelernt und es war eigentlich Liebe auf den ersten Blick. Ja. Wir haben uns gesehen und es hat irgendwie sofort Klick gemacht. Wir haben uns in dieser Woche in London dann noch einige Male getroffen und dann ist er wieder zurückgegangen nach Irland und ich wieder nach Österreich. Und das war damals irgendwie eine unvorstellbare Distanz. Das waren noch Zeiten, wo ich in ein Internetcafé gegangen bin, um meine E-Mails zu checken. Da gab es noch kein Social Media und so. Also es war irgendwie eine riesengroße Distanz. Wir waren beide damals noch in Ausbildung und für mich war es unvorstellbar, in ein anderes Land zu ziehen und für ihn auch. Und wir sind aber über die Jahre immer in Kontakt geblieben. Er war in Beziehungen, ich war in Beziehung. Manchmal haben wir 2 Jahre nichts voneinander gehört und dann gab es wieder mal ein E-Mail. Also wir waren irgendwie immer in unserem Leben präsent, mal mehr, mal weniger. Und irgendwann hat sich dann so ergeben, dass wir beide Single waren. Ich war damals schon selbstständig mit einem ortsunabhängigen Business und plötzlich war es gar kein Ding mehr zu sagen, hey, ich kann ja eigentlich von Österreich nach Irland gehen, ich kann auch von dort arbeiten. Und genau das habe ich gemacht, einfach um dem eine Chance zu geben und zu sagen, ja, jetzt fühlt es sich irgendwie richtig an und jetzt kann ich einfach so auch mal für ein paar Wochen nach Irland gehen und einfach schauen, was sich daraus ergibt. Mittlerweile lebe ich in Irland und das ist jetzt wirklich meine erste Paarbeziehung, die gesund ist, die auf Augenhöhe ist, wo ich so viel Support von meinem Partner bekomme. Das war neu für mich. Da war ganz viel Heilungsarbeit für mich, die er unterstützt hat durch sein Sein und wie er mit mir umgegangen ist. Also das war sehr, sehr heilsam für mich. Und es ist so spannend, dass ich so oft von Frauen höre, die entweder selber Coaches sind oder einfach sehr viel Persönlichkeitsentwicklung machen, vielleicht auch sehr spirituell unterwegs sind. Und ich höre von denen so oft, dass es so schwierig ist, einen adäquaten Mann zu finden. Und was da ganz oft einfach nicht vorhanden ist, ist Augenhöhe, nämlich schon vornherein nicht. Das sind so Vorstellungen wie, der Mann muss super intensiv in der Persönlichkeitsentwicklung sein, muss ganz viel meditieren, spirituell sein, was weiß ich. Aber das ist nicht so. Mein Partner hat nichts mit Persönlichkeitsentwicklung am Hut. Aber wenn ich weine, nimmt er mich in den Arm und sagt mir, hey, es ist okay, nicht okay zu sein.
Mein Partner hat noch niemals meditiert, aber er supportet mich in allem, was ich tue, egal wie verrückt es für ihn klingt. Und darum geht's. Wir sprechen den Menschen oft Fähigkeiten ab, einfach weil sie nicht dies oder jenes tun. Und damit machen wir den Raum gar nicht auf für schöne Beziehungen. Und auch wenn du in einer bestehenden Partnerschaft bist, dann hast du vielleicht oder ihr gemeinsam irgendwann im Laufe des Wegs den Raum zugemacht. Oder vielleicht bist du vorangegangen in deiner Persönlichkeitsentwicklung und dein Partner nicht. Und du hast den Raum zugemacht, weil du bist ja jetzt so viel besser als er. Und dann geht die Augenhöhe verloren und dann hat dein Partner gar keine Chance mehr, an dich ranzukommen. Und dann gibst du dir gar nicht mehr selbst die Chance, deinen Partner wahrhaftig zu sehen in all seiner Größe. Und ich habe da so eine schöne Story aus meiner Beziehung zu meinem Partner, weil ich genau dasselbe gemacht habe. Ja? Ich habe den Raum zugemacht. Ich habe mich irgendwann über ihn gestellt. Weil ich hatte jetzt mein spirituelles Erwachen und habe einige Coaching-Ausbildungen gemacht und habe mich so sehr weiterentwickelt. Und ich war letztes Jahr auf Hawaii alleine für 5 Wochen und bin da unheimlich gewachsen. Und habe meinen Partner gar nicht in diesen Prozess mit einbezogen. Wir haben zwar jeden Tag telefoniert, aber ich habe ihm nichts von meinen inneren Prozessen erzählt. Und gleichzeitig ist Entwicklung aber natürlich energetisch spürbar. Ja? Wenn du dich weiterentwickelst, verändert sich deine Frequenz und das spüren die Menschen in deiner Umgebung. Das heißt, es ist unausgesprochen zwischen uns etwas passiert und das hatte dann natürlich Auswirkungen. Ich bin nach 5 Wochen von Hawaii zurückgekommen und er sollte mich vom Flughafen abholen und war nicht da, weil er sich einen Werkstatttermin ausgemacht hat an dem Tag, um das Auto reparieren zu lassen. Und das hat dann irgendwie viel länger gedauert als geplant und dann war das Auto einfach noch auf der Hebebühne, wie ich schon am Flughafen war. Ich bin dann mit dem Taxi nach Hause gefahren und dann ist mein Partner immer noch ewig nicht nach Hause gekommen. War nicht das Ankommen, das ich mir gewünscht hatte. Und ich habe dann gleich mal den Raum zugemacht, den ich unbewusst schon vorher eigentlich zugemacht habe. Und es war für mich so, okay, nein, das geht nicht und das entspricht nicht meinen Standards und das will ich nicht und so eine Beziehung will ich nicht und habe da gleich das volle Drama draus gemacht. Und in den nächsten Tagen haben sich dann noch ein paar Dinge ereignet, die normalerweise so nicht stattfinden in unserer Beziehung, wo ich mich wieder bestätigt gefühlt habe in diesem Gefühl von, nein, er ist nicht mehr adäquat, ja, um es wirklich hart auszudrücken. Meine Coachin damals hat mich gefragt, hey Martina, was willst du denn eigentlich? Und sie hat mir auch gesagt, mach dir bewusst, du hast dich jetzt in diesen 5 Wochen so sehr verändert, ohne dass du mit ihm darüber gesprochen hast. Er merkt es natürlich, das heißt, du hast ihm einfach den Boden unter den Füßen weggezogen. Er hat keine Ahnung, wie seine Rolle jetzt aussieht in dieser Veränderung. Also es ist ganz viel Unausgesprochenes da. Geh jetzt nicht einfach. Also du kannst natürlich immer gehen, aber sprech doch erstmal gemeinsam. Und dafür mach dir erstmal bewusst, was willst du denn? Was wünschst du dir? Was willst du von ihm ganz konkret? Wie willst du, dass eure Beziehung ausschaut? Und ich hatte keine Antwort drauf. Also bin ich erstmal in den Wald gegangen, habe mich wieder mit mir verbunden und habe darüber nachgedacht, hey, was wünsche ich mir denn? Und dann bin ich mit meinem Partner ins Gespräch gegangen und habe gesagt, hey, schau mal, für mich war Hawaii sehr verändernd. In mir hat sich einfach ganz viel getan. Ich habe sehr viel an Größe und Stärke gewonnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich dich nicht mehr brauche. Ganz im Gegenteil. Den Raum, den du für mich halten musst, der ist größer geworden. Ich brauche dich mehr als je zuvor. Denn genau das ist es. Der Mann hält in der Beziehung den Raum, den die Frau füllt. Und wir haben dann noch darüber gesprochen, was ich mir wünsche.
Und es war ein gutes Gespräch und trotzdem hatte ich dann so den Gedanken, okay, jetzt muss ich aber ganz genau darauf schauen, dass diese Standards, die ich da jetzt genannt habe, dass ich die auch einfordere. Und mein Partner war wie ausgewechselt. Ich musste nichts einfordern. Einfach dadurch, dass jetzt wieder alles klar war, konnte er sich wieder entspannen und wir haben plötzlich Gespräche in einer Tiefe geführt, die vorher nicht da war. Wir haben über Dinge gesprochen, die ich früher nur mit mir selber ausgemacht habe. Er hat sich plötzlich für Dinge interessiert, die ihm vorher egal waren. Ich habe zum Beispiel dann von Hawaii ein Kartenset, so ein Card-Deck mitgebracht und haben wir da jeden Tag in der Früh eine Tageskarte gezogen. Und ein paar Tage nach unserem Gespräch kam er dann plötzlich und hat gesagt, hey, ich will auch eine Karte ziehen. Ja, also da war kein Drama. Das Drama habe nur vorher ich für mich in meinem Kopf kreiert. Es war einfach ein klares Gespräch. Es war ein, hey, ich brauche dich, damit du mir den Raum hältst. Und das ist diese schöne Balance, dieses schöne Zusammenspiel von männlicher und weiblicher Energie. Deine weibliche Energie kann umso mehr und leichter fließen, wenn es den Rahmen der männlichen Energie dazu gibt. Weil dann musst du nicht aufpassen, dass du deine weibliche Energie wieder zurückholst, damit die nicht irgendwie ins Uferlose davon schwimmt sozusagen. Weil du weißt, da ist dieser Rahmen der männlichen Energie von deinem Partner. Und das hat so viel verändert. Deswegen ist es mir so ein Anliegen, dass sich Menschen auf Augenhöhe begegnen und dass da nicht beim Kennenlernen einfach die Wettingliste im Kopf abgearbeitet wird. So, er meditiert, check, er schaut Fußball, ganz schlecht. Er hat sich ein Bier bestellt, no go, da gehe ich am besten gleich. Also mach erstmal den Raum auf, um einen Menschen kennenzulernen. Und sein Sein, nimm dir Zeit, jemanden kennenzulernen, einfach zu erfahren, wie reagiert er, wenn du weinst, wie reagiert er, wenn es dir nicht gut geht, wie reagiert er, wenn es dir gut geht. Also lass dich doch auf diesen Prozess ein. Wir haben oft so Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen. Vielleicht Zeit mit jemandem zu verschwenden, der sich dann als nicht der perfekte Partner erweist. Also natürlich sei dir bewusst, welche nicht förderlichen Beziehungsmuster du vielleicht hast. Deswegen ist es schon sinnvoll, sich zu überlegen, wie möchte ich denn, dass eine Partnerschaft ist, wie möchte ich, dass sich mein Partner verhält, aber mach das doch nicht fest an, wie tief ist er in der Persönlichkeitsentwicklung, meditiert er, schaut er Fußball oder nicht oder was auch du sonst vielleicht für Ideen im Kopf hast. Und in einer bestehenden Beziehung, check mal ganz ehrlich mit dir ein, wie denkst du über deinen Partner? Seid ihr auf Augenhöhe? Siehst du ihn in seiner Größe? Ich habe in einem vorigen Video mal über das Rattenexperiment gesprochen, über diesen Beobachtereffekt, das bei diesem Rattenexperiment hier so schön dargestellt wurde. Deine Erwartungshaltung oder wie du jemanden siehst, hat Einfluss auf sein Verhalten. Das heißt, es macht was mit deinem Partner, ob du dir denkst, er ist ein nutzloser Idiot oder ob du dir denkst, er ist ein wunderbarer, großartiger Mensch. Das beeinflusst sein Verhalten. Also wie immer gilt, fang bei dir an. Schau auf dich, schau, dass du klar bist, schau, dass du auf Augenhöhe bist, schau, dass du auf Augenhöhe kommunizierst und öffne den Raum für eine Beziehung. Und damit kann dein Partner oder deine Partnerin ein wundervoller Begleiter sein auf deinem Seelenweg. Alles Liebe zu dir.